Die Abhängigkeit ist sehr groß und meiner Meinung nach schon eigentlich zu groß. Mein Name ist Michael Blum. Ich bin gelernter Kopierfacharbeiter und bin jetzt seit 8 Jahren bei Andec Film. Sie nehmen das angelieferte Material, tun dies in der Dunkelkammer konfektionieren zu den entsprechenden Rollen und wie gesagt, danach beginnt dann im Prinzip die Filmentwicklung, was an einer Entwicklungsmaschine passiert. Der nächste Schritt würde sein, dass die Negative, die aus der Entwicklung kommen, hier weiterverarbeitet werden. Hier befindet sich die Nevo, die Negativvorbereitung. Das heißt, dass die Negative erst einmal auf ihre Art und Weise befundet werden, also überprüft werden. Und dann gehe ich da hinten an den Betrachtungstisch und schaue mir die Negative an, wie es damit aussieht. Ob irgendwelche Schäden, mechanischer Schäden drauf sind. Und in der Hauptsache befunden wir hier 16 mm und ab und zu mal 35 mm. Mein Name ist Kai-Uwe Scheding und mein Beruf ist Filmtechniker. Das ist hier so ein Zwischenspiel zwischen Technik und der alten und der neuen Welt. Und manchmal kommt es doch da zu kleinen Konfliktsituationen. Aber das sind halt Sachen, so kleine Artefakte, die gehören vielleicht zu diesem Handwerk dazu, dass es nicht so 100 clean und nicht so 100%ig sauber ist wie bei einer Digitalvorführung zum Beispiel. Die sind aufgewachsen in der Digitalwelt. Meistens fehlt diesen Leuten, dass sie gar nicht mehr wissen, wie ein 16 bzw. 35 mm Film aussieht. Was ich ziemlich erstaunlich finde, weil es doch recht schnell gegangen ist, dieser Wechsel. Weil ich würde sagen, ab 2000 ging es unheimlich schnell, dass die Produktionen sich sehr rasant auf digital eingestellt haben. Der Color Analyzer, mit dem können also dann die Negative farblich bestimmt werden. Das heißt, ich bestimme die Helligkeit des entsprechenden Materials und stelle die Farben ein. Und an dem Monitor kann man dann das Bild betrachten, so wie man sich das vorstellt, wie es nachher auf der Leinwand aussehen soll. Ja, mein Name ist Ludwig Drase. Ich bin Fotoingenieur und seit ungefähr 35 Jahren leite ich diese Firma Andec Filmtechnik. Große Problematik an der Digitalisierung ist eigentlich die Sicherung für die Zukunft. Wie kann ich meinen Enkeln den Film noch zeigen? Ich kann Film aufnehmen, irgendwo in den Schrank legen oder in ein Archiv und kann ihn in 50 oder 100 Jahren wieder rausholen. Und mit Einschränkungen ist er dann immer noch verwendbar. Ich denke, wir tun uns damit nicht unbedingt einen großen Gefallen. Die Digitaltechnik ist zwar sehr schön, erleichtert teilweise die Arbeit, macht alles einfacher und leichter, aber Probleme sind halt, fällt mal der Strom aus, fallen die Zugänge aus wie DSL. Also ich merke schon selber, wenn bei uns mal irgendwas passiert, wir sind relativ hilflos. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles durch Maschinen ersetzt werden kann. Bestimmte Bereiche schon. Die Brötchen kann man vielleicht aus dem Automaten kriegen, die Milch auch. Aber die Arbeit, die wir machen, kann nicht ersetzt werden durch Maschinen.